wie ist eigentlich die Lage in unserem Land und in der Wirtschaft? Ich weiß nicht, ob ich das alleine so wahrnehme, aber wenn ich mit Mittelständlern spreche, mit Handwerksmeistern, mit Arbeitnehmervertretern, mit den Bürgerinnen und Bürgern in meinen Veranstaltungen, dann sagen die mir, tut was. Und wissen Sie was? Ich habe es wirklich menschlich kaum mehr ausgehalten, den Leuten sagen zu müssen, ja, ich weiß, leider haben wir keine Mehrheit. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich nehme das gerne mit in meine Koalition. Und deshalb in einer gewissen Weise, auch wenn das jetzt so gelaufen ist, wie es mich betroffen macht und wie es nicht hätte laufen dürfen für unsere Demokratie. Hey Leute, kann man Christian Lindners Worten trauen? Er hätte das Ampeldrama schon längst beenden können. Jetzt spricht er über Frust, Machtkämpfe und die Zukunft der FDP. Ist er wirklich der Retter, den Deutschland braucht? Auf geht's. Und wir fragen, was nun, Herr Lindner? Ich möchte mal so beginnen. Am Tag nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, was weltweit für große Unsicherheit sorgt, leistet sich die deutsche Bundesregierung den Bruch. Sie haben sich heute Ihre Entlassungsurkunde abholen müssen. Warum war diese Eskalation nicht zu verhindern? Das kann ich nicht alleine beantworten. Die FDP wäre ja bereit gewesen, auch weiter zu sprechen. Aber wir haben zwei Dinge festgestellt. Zum einen, dass Rot-Grün und FDP völlig unterschiedlich auf die Situation in unserem Land schauen, auf die Wachstumsschwäche, die sich jetzt auch auswirkt im Verlust von Arbeitsplätzen. Dass wir im Übrigen auch keine hinreichende Gemeinsamkeit gefunden haben, wie wir in der Wirtschafts- und Finanzpolitik vorangehen können, um genau diese Probleme zu lösen. Und zum anderen wurde die Wahl in den USA ganz offensichtlich genutzt, um unter dem Vorwand der Ukraine-Hilfe mich jetzt unter Druck zu setzen, meine Position zur Schuldenbremse zu verändern, sprich die Schuldenbremse aufzuheben. Das wurde ultimativ von mir verlangt. Und wenn ich mich entscheiden muss zwischen Überzeugung und Amt, dann muss ich der Überzeugung den Vorrang geben. Das ist ja ein heftiger Vorwurf. Auf der anderen Seite sind die Vorwürfe... Das ist kein Vorwurf, sondern es ist eine Tatsache, die ja auch von Herrn Scholz nicht bestritten wird. Sie haben mir das gerade in dem Einspieler gezeigt. Aber die Schuldenbremse gehört nun zum Grundgesetz. Und hier sollte der Versuch unternommen werden, jetzt einen sehr leichtfertigen Umgang mit dem Grundgesetz vorzunehmen. Und wenn ich dem zugestimmt hätte, hätte ich meinen Amtseid verletzt. Das wusste der Bundeskanzler. Und deshalb war es ein geplanter Bruch der Koalition. Geplant und kalkuliert. Und im Gegenzug sagt der Bundeskanzler, spart ja auch nicht mit deutlichen Worten, sie seien ideologisch, verantwortungslos. All das sind Zitate. Kleinkariert, sie seien es gewesen, der den Streit inszeniert hätte, und das mehrfach. Also richtet sich an Sie schon auch die Frage, haben Sie es auf den Bruch angelegt? Zunächst mal ist es eine Frage der Stilistik, Frau Schausten. Mir werden jetzt Steine hinterhergeworfen, auch vom Bundeskanzler. Ich werde diese Steine nicht aufheben und zurückschmeißen. Ich habe mich entschieden, diese Form der öffentlichen Auseinandersetzung ausdrücklich nicht zu führen. Zur staatspolitischen Verantwortung gehört ja auch ein Stil im Umgang. Und meine Sorge ist, dass die Sitten in unserem Land so verrohen, dass am Ende auch die Demokratie selbst Schaden nehmen könnte. Aber wenn Sie jetzt Erpressung und kalkulierter Bruch der Koalition vorwerfen, dann tun Sie doch nichts anderes, oder? Aber wie bewerten Sie denn die Tatsache, wenn der Bundeskanzler sagt, entweder du stimmst zu, dass wir die Schuldenbremse aussetzen, oder ich entlasse dich? Ich nehme es vor allem auch wahr als ein Schwarze-Peter-Spiel ein Stück weit. Wer ist jetzt schuld? Das geht jetzt seit gestern Abend hin und her. Mich interessiert die Schuldfrage nicht, sondern ich will einfach nur die Tatsache darstellen. Das ist ja unbestritten. Wie gesagt, das wird ja in der Öffentlichkeit auch gesagt, dass das der Punkt war. Dann kommen wir Dazu doch mal. sollte ich veranlasst werden, und das geht nicht. Und es kommt dann zum Zweiten hinzu, dass wir es ja nicht vermocht haben, jetzt ein gemeinsames Programm zu beschreiben, wie unser Land wieder wirtschaftlich Fahrt aufnimmt. Aber dann kommen wir doch noch mal zurück zum gestrigen Abend, Herr Lindner. Wie haben Sie denn diesen Wutausbruch provoziert? Was war denn Ihr Beitrag dazu, dass es zu diesem kalkulierten Wutausbruch kam? Das weiß ich nicht. Ich bin auch nicht der Sprecher von Olaf Scholz. Ich kann nur
über die Sache argumentieren. Und hier haben wir zum einen die fundamentalen Unterschiede in der Wirtschafts- und Finanzpolitik, eine andere Herangehensweise. Ich glaube, wir müssen in der Breite die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft stärken. Ich bin der Überzeugung, die sozialste Politik ist dafür zu sorgen, dass Menschen einen sicheren Arbeitsplatz haben und nicht nur zu schauen, was kann der Staat tun, wie kann er Geld der Steuerzahler umverteilen. Und es gibt eine zweite bedauerliche Entwicklung. Als wir festgestellt haben, dass wir in der Sache nicht zueinander kommen, habe ich das Angebot gemacht, oder wiederholt, das habe ich am Sonntagabend schon mal in den Raum gestellt. Von Neuwahlen? Ob wir nicht gemeinsam als regierungstragende Parteien den Weg zu Neuwahlen gehen. Ich will das noch sagen, warum das wichtig ist. Also gemeinsam schnell Neuwahlen ermöglichen, damit die Bürgerinnen und Bürger die Richtungsentscheidung treffen können, zu der wir als Regierung nicht in der Lage waren. Und das hätte den Vorteil gehabt, dass es eine handlungsfähige Regierung gegeben hätte, geschäftsführend, aber handlungsfähig. Und wir hätten notwendige Gesetze noch beschließen können. Stattdessen haben wir jetzt einen Schwebezustand, in dem es keine Gesetzgebung gibt und in dem es keine handelnde Regierung gibt. Es gibt nur eine amtierende. Sie haben das so ein bisschen vornehm geordnete Neuwahlen genannt, aber im Grunde haben Sie ja dem Kanzler nichts anderes vorgeschlagen als: Olaf, lass dich bitte abwählen. Da können Sie doch nicht erstaunt sein, dass der Bundeskanzler das nicht gut findet. Die Option 2 ist das ja auch nur gewesen. Wenn es eine Gemeinsamkeit in der Sache gegeben hätte, wäre das sicher vorzugswürdig gewesen, auch für mich. Dann hätten wir uns alle diese Situation erspart. Aber ich kann noch mal sagen, und das müssen die Bürgerinnen und Bürger am Ende beurteilen. Die werden ihr politisches Urteil bei der Bundestagswahl fällen. Ich kann für mich nur sagen, mich zu zwingen, meinen Amtseid zu brechen, so muss ich das wahrnehmen. Mir wurde noch nicht einmal die Möglichkeit eingeräumt, einen Text von den Expertinnen und Experten des Finanzministeriums prüfen zu lassen, ob das überhaupt rechtlich zulässig ist, was da vorgeschlagen ist. Große Zweifel sind daran. Das geht nicht. Also wenn die Wahl ist Koalitionsbruch oder Verfassungsbruch, dann kann ich nicht sagen, gut, dann entscheide ich mich, das Grundgesetz zu missachten. Und deshalb bedauere ich diese Zuspitzung. Ich habe alternative Gespräche angeboten. Ich habe gesagt, wir können hier weiter sprechen. Nicht darüber, aber welche andere Möglichkeit haben wir, den Haushalt miteinander zu schließen, erfolgreich die Beratungen abzuschließen? Welche gemeinsamen Maßnahmen können wir verabreden, die eine Ambition zeigen, unsere Wirtschaft wieder auf Erfolgskurs zu bringen? Das vorbereitete Statement am gestrigen Abend inklusive Teleprompter erweckt ja schon den Eindruck, dass das vorbereitet war. Gut, aber Herr Lindner, wenn Sie selber sagen, dass Sie schon am Sonntag zu erkennen gegeben haben, dass Sie eigentlich Neuwahlen eine gute Idee fänden, dann ist es ja jetzt kein Wunder, dass der Bundeskanzler vorbereitet hat. Ja, ich mache ihm das auch nicht zum Vorwurf. Ja, weil Sie sagen, es war ein langer Text, der vom Teleprompter abgeht. Ja, das ist ja auch einfach nur eine Tatsache. Aber ich will gar nicht, wissen Sie, mir liegt es völlig fern, jetzt auf dieser Ebene zu arbeiten. Ich würde lieber gerne darüber sprechen, was für unser Land jetzt erforderlich ist. Und erforderlich ist, dass Herr Scholz schnellstmöglich die Vertrauensfrage stellt, schnellstmöglich der Weg freigemacht wird für Neuwahlen. Danach ist auch die FDP bereit, wieder über notwendige Gesetzgebung im Bundestag zu sprechen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt liegt der Ball dort. Denn so, wie wir jetzt in einem Schwebezustand sind, ist das für die Bürgerinnen und Bürger nicht zumutbar. Also schnelle Vertrauensfrage, sagen Sie, genauso wie Friedrich Merz. Keine Angst vor den Wählerinnen und Wählern. Wenn es, kommen wir gleich auch noch mal drauf, wer da womöglich die größere Angst haben muss. Sie wollen über die Sache reden. Ja. Also die Neuwahlen wurden als Provokation, Ihr Vorschlag, empfunden. Natürlich wurde auch Ihr Papier zur Wirtschaftswende als Provokation empfunden. Weil es natürlich Vorschläge waren, aber ja doch sehr apodiktische Vorschläge, von denen Sie gesagt haben, ich habe es noch mal nachgelesen, das müssen wir machen, um Schaden von Deutschland abzuwenden. Das ließ nicht viel Spielraum für Kompromisse. Das ist Ihre Interpretation. Ich habe ja nie gesagt, dass ein Diktat das so gemacht wird. Aber dass ein Programm konkret, durchgerechnet, umsetzbar. Ein Programm, das ja
von der Wirtschaft, aus der Wissenschaft sehr begrüßt worden ist. Bis heute sagen ja führende Ökonomen und führende Köpfe aus der Wirtschaft, so müsste man es machen, damit unser Land wettbewerbsfähig wird, dass wir Arbeitsplatzabbau verhindern, dass wir auch wieder mehr Steuereinnahmen haben, damit der Staat handeln kann. Ist ja nicht ein Programm, das jetzt durchgefallen wäre, sondern es wird begrüßt. Darüber konnten wir aber nicht einmal beraten. Das ist nicht einmal als eine Beratungsgrundlage akzeptiert worden. Weil es empfunden wurde wie, Entschuldigung, ganz kurz noch, wie die reine FDP-Lehre, der dann Grüne und SPD nicht zustimmen konnten, wollten. Was hat Sie veranlasst, das zu glauben, dass Sie darauf einschwenken? Das war gar nicht meine Erwartung, aber meine Erwartung war, dass es Gegenvorschläge gibt. Aber es gab ja noch nicht einmal Gegenvorschläge, was ja die Bürgerinnen und Bürger jetzt auch sehen können. Denn das Papier, das Herr Scholz vorgelegt hat, wie er glaubt, die Wirtschaftskrise zu überwinden, das ist inzwischen ja öffentlich. Und insofern kann man ja das miteinander vergleichen. Aber es gab ja durchaus Signale von den Partnern, die in den einzelnen Punkten vielleicht sogar bei dem Papier zur Wirtschaftswende entgegengekommen wären. Und gestern Abend ging es ja auch ganz konkret um das Loch im Haushalt. Und da sagen Scholz und Habeck, dass man sich schon hätte einigen können. Man hätte das nicht scheitern lassen müssen. Warum haben Sie es denn noch scheitern lassen? Ich habe ja Vorschläge gemacht, wie wir den Haushalt schließen können. Und ich hätte gerne weiter darüber gesprochen. Der Bundeskanzler wollte das Haushaltsloch aber ultimativ dadurch schließen, dass wir eine Ausnahme von der Schuldenbremse machen. Da gab es keine Bereitschaft mehr zu überlegen, wie können wir an anderer Stelle Subventionen sparen? Wie können wir beispielsweise irreguläre Migration nach Deutschland unterbinden? Das hat nicht nur etwas zu tun mit unserer Sicherheit, sondern auch mit den finanziellen Auswirkungen. Wie können wir das Bürgergeld fordernder gestalten, um auch dort Mittel einzusparen? Und über anderes hätten wir auch sprechen können. Robert Habeck sagt, er habe Vorschläge gemacht zur Schließung der Lücke ohne Kreditaufnahme. In der Tat, ohne eine Aufhebung der Schuldenbremse. Ich habe solche Vorschläge gemacht, Herr Habeck hat solche Vorschläge gemacht. Ob die umsetzbar gewesen wären, will ich jetzt hier heute in der Öffentlichkeit nicht diskutieren. Aber die Tatsache ist, der Bundeskanzler hat ultimativ gesagt, ich möchte 15 Milliarden Euro zusätzliche Schulden machen durch eine Aussetzung der Schuldenbremse. Machst du da mit als Finanzminister? Und darauf musste ich antworten, das kann ich so nicht tun, weil es verfassungsrechtliche Zweifel aufwirft. Und Frau Schausten, weil ich schon gehört habe, dass Sie gerade das Stichwort Ukraine sagen wollten, von diesen 15 Milliarden Euro wären ausschließlich 3 Milliarden Euro für die Ukraine neu gewesen. Die Ukraine braucht aber jetzt nicht mehr Geld. Wir haben ja gerade 50 Milliarden US-Dollar für die Ukraine neu zur Verfügung gestellt. Was die Ukraine braucht, ist Material. Wenn man also die Unterstützung der Ukraine verstärken will, dann muss man die Entscheidung korrigieren, die Ukraine nicht mit dem Waffensystem Taurus auszustatten. Davon hätten die mehr. Dann nehmen Sie jetzt aber noch mal einen Stein auf und schmeißen ihn doch noch mal zurück ins Genau, denn Kanzleramt. man kann ja das eine machen und das andere nicht lassen in der derzeitigen Situation, ja, oder? Die Zuschauerinnen und Zuschauer können das ja beurteilen. Ich jedenfalls äußere mich nicht über Charakter oder über persönliche Eigenschaften meiner früheren Regierungskollegen. Und das kann man beurteilen im Stil, wie ich das angehe und wie andere das machen. Die Entscheidung, hart zu bleiben jedenfalls in Sachen Schuldenbremse, auch Wirtschaftswende. Haben Sie sich dazu beraten in den letzten Tagen? In welchem Ausmaß haben Sie sich beraten? Oder haben Sie am Ende gesagt, ich muss diese Entscheidung, auch den Vorschlag von Neuwahlen, jetzt alleine treffen als FDP-Vorsitzender? Sie meinen, ob wir uns intern beraten haben? Ja, genau. Ja, wir sind ja mehrere Mitglieder des Koalitionsausschusses und deshalb... In Ihrer Partei, meine ich. Ist das eine Entscheidung des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner gewesen? Also zunächst war die Entscheidung, Schuldenbremse aufheben oder entlassen werden, das war ja eine Entscheidung, die ich treffen musste. Auch nur ich bin ja entlassen worden. Die anderen FDP-Kabinettsmitglieder sind ja nicht entlassen worden. Insofern bin ich gefragt worden, stimmst du zu, Schuldenbremse aufheben
oder es gibt Konsequenzen. Das war eine Entscheidung. Vor, ja oder nicht? Ja oder nein? War das Ihre Entscheidung oder sozusagen Ergebnis einer Beratung? Das war mein Vorschlag in der Sitzung des Koalitionsausschusses, als absehbar war, wir finden nicht zusammen. Und mein Eindruck und meine Überzeugung ist, für das Land wäre es besser gewesen, geordnet und in Würde zu einer schnellen Neuwahl zu kommen. Jetzt haben wir diese öffentliche Auseinandersetzung, die auch im Stil nicht überzeugend ist für unsere Demokratie. Jetzt haben wir diesen Schwebezustand im Parlament. Jetzt haben wir eine nur amtierende Regierung. Ich hätte den geordneten, würdevollen Weg für besser gehalten und habe ihn deshalb ja auch vorgeschlagen. Ein Vorschlag, den Ihr ehemaliger Parteikollege Volker Wissing, langjähriger Weggefährte, offenbar nicht für gut befunden hat, denn er wollte Ihren Kurs nicht mitgehen. Er hat am Freitag noch für eine Fortsetzung der Koalition geworben und jetzt ist er also ausgetreten. War Ihnen der Widerstand in den eigenen Reihen egal? Haben Sie das einfach beiseite geschoben? Ich habe die Position von Volker Wissing auch damals in der Zeitung gelesen und ich habe auch jetzt seine Entscheidung zur Kenntnis zu nehmen. Ich will nicht mehr dazu sagen, als dass ich ihm persönlich, menschlich alles Gute wünsche. Gibt es weitere Überläufer? Die Gerüchteküche brodelt ja, dass es noch weitere Kandidaten gibt, die zur SPD laufen können. Ja, das habe ich eben auch gelesen und dann auch wahrgenommen, dass auf dem sozialen Netzwerk X diese Abgeordnetenkollegen das mit herzlichem Lachen kommentiert haben. Herr Lindner, Sie sagen ja, Sie haben das sehr abgewogen und haben verantwortungsvoll gehandelt. Sie übernehmen auch für die Entscheidung die Verantwortung. Man hat den Eindruck, Sie möchten jetzt schon gesehen werden als der im Grunde Deutschland von dieser schwierigen Regierung, von dieser Ampelregierung befreit hat. Jetzt kann man es aber auch so sehen, dass Sie in dieser Regierung gescheitert sind mit Ihrer Partei. Haben Sie sich ein Stück weit vielleicht auch in dieser Endphase verzockt? Sie haben es ja nicht auf Ihre Entlassung angelegt. Oder doch? Also, Frau Schausten, wie ist eigentlich die Lage in unserem Land und in der Wirtschaft? Ich weiß nicht, ob ich das alleine so wahrnehme, aber wenn ich mit Mittelständlern spreche, mit Handwerksmeistern, mit Arbeitnehmervertretern, mit den Bürgerinnen und Bürgern in meinen Veranstaltungen, dann sagen die mir, tut was. Und wissen Sie was? Ich habe es wirklich menschlich kaum mehr ausgehalten, den Leuten sagen zu müssen, ja, ich weiß, leider haben wir keine Mehrheit. Ach, vielen Dank für den Hinweis. Ich nehme das gerne mit in meine Koalition. Und deshalb in einer gewissen Weise, auch wenn das jetzt so gelaufen ist, wie es mich betroffen macht und wie es nicht hätte laufen dürfen für unsere Demokratie, dass die Bürger endlich schnell die Möglichkeit haben, neu zu entscheiden und ich nicht mehr immer sagen muss, ich würde ja gerne, ich kann aber nicht. Oder Sie haben ja recht, die Bürokratie ist so drängend. Stimmt, die Steuerlast ist so hoch, ich nehme es mal mit ins Kabinett. Das ging so nicht mehr. Und wenn es dann keine Gemeinsamkeit gibt und dann auch noch diese Form kommt, ultimativ Vogel friss oder stirb, so geht das nicht. Herr Lindner, zu unserer Sendung gehört die Satzergänzung. Sie kennen das, wir geben einen Halbsatz vor und Sie beenden ihn möglichst kurz. Gucken, ob das in dieser Stimmungslage gelingt. Der erste Halbsatz lautet, dass mich der Bundespräsident bei meiner Entlassung heute als Hüter der Schuldenbremse gewürdigt hat. Fand ich von ihm sehr klar, überraschend klar. Dass ein Bundeskanzler Merz nicht um ein Aufweichen der Schuldenbremse herumkommen würde? Halte ich für eine Erzählung, denn wir haben europäische Regeln. Deutschland gibt bereits jetzt so viel Geld aus. Wir haben ja auch sehr viel Geld, aber wir geben so viel Geld aus, dass wir bereits mit den europäischen Regeln Probleme haben. Und aus diesem Grund kann ich nur eins empfehlen, von der fast 1 Billion Euro, die der deutsche Staat hat, da sollten wir nicht immer überlegen, wie geben wir mehr aus, sondern vielleicht wäre einmal eine Frage angemessen, wie geben wir das Geld besser aus? Nicht mehr, sondern besser. Was ich an der Ampelkoalition vermissen werde? Die tägliche Herausforderung? Nein. Es hat sich jetzt gezeigt, dass die inhaltlichen Unterschiede zu groß waren. Und ich glaube, dass den Bürgerinnen und Bürgern und auch meiner Partei eine solche kontroverse Konstellation nicht mehr zugemutet werden kann.
Dass ich auch in einer nächsten Regierung Finanzminister sein werde? Das ist mein Ziel, denn ich trete jetzt für den nächsten Deutschen Bundestag an, mit der FDP und auch als ihr Spitzenkandidat, wenn meine Partei das will. Und das Ziel ist nicht Opposition, sondern natürlich will ich meine Arbeit in einer nächsten Regierung fortsetzen. Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass unser Land wieder wirtschaftlich erfolgreich wird, dass es moderner wird und auch, dass seine finanzielle Stabilität erhalten bleibt. Davor stehen allerdings ein paar Hürden. Und eine heißt erstmal 5% bei einer nächsten Wahl. Sie liegen aktuell mit der Partei bei 3%. Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass Sie bei Neuwahlen gar nicht mehr in den Bundestag kommen? Frau Schausten, in der Tat haben wir für unsere Überzeugungen jetzt auch mit der Existenz der Partei gehaftet. Das heißt, Ja. In dieser schwierigen Situation Niedergang. mit so schlechten Umfragen haben wir trotzdem gesagt, wir gehen für die Überzeugungen das Risiko ein, dass es jetzt bald zu Neuwahlen kommt. Und ich glaube, das muss man einmal tun, denn das ist auch ein Zeichen von Charakter. Das war Was nun? Vielen Dank, Herr Lindner. Und wir geben zurück nach Mainz zum ZDF-Spezial mit Shakuntala Banerjee.